der Froschkönig. Es war einmal eine Königstochter, die ging hinaus in den Wald und setzte an einen kühlen Brunnen. Sie hatte eine goldene Kugel, die war ihr liebstes Spielwerk. Die warf sie in die Höhe und fing sie wieder in der Luft und hatte ihre Lust daran. Einmal war die Kugel gar hochgeflogen. Sie hatte die Hand schon ausgestreckt und die Finger gekrümmt, um sie wieder zu fangen. Da schlug sie neben vorbei auf die Erde, rollte und geradezu in das Wasser hinein. Die Königstochter blickte ihr erschrocken nach. Der Brunnen war aber so tief, dass kein Grund zu sehen war. Da fing sie an, jämmerlich zu weinen und zu klagen. »Ach, wenn ich meine Kugel wieder hätte, da wollte ich alles darum geben. Meine Kleider, meine Edelgesteine, meine Perlen und was es auf der Welt nur wäre.« Wie sie so klagte, steckte ein Frosch seinen Kopf aus dem Wasser und sprach: »Königstochter, was jammerst du so erbärmlich?« »Ach«, sagte sie, »du garstiger Frosch, was kannst du mir helfen? Meine goldene Kugel ist mir in den Brunnen gefallen.« Der Frosch sprach: »Deine Perlen, deine Edelgesteine und deine Kleider, die verlange ich nicht. Aber wenn du mich zum Gesellen annehmen willst und ich soll neben dir sitzen und von deinem goldenen Tellerlein essen und in deinem Bettlein schlafen und du willst mich wert und lieb haben, so will ich dir deine Kugel wiederbringen.« Die Königstochter dachte: Was schwätzt der einfältige Frosch wohl? Der muss doch in seinem Wasser bleiben. Vielleicht aber kann er mir meine Kugel holen. Da will ich nur Ja sagen. Und sagte: Ja, meinetwegen, schaff mir nur erst die goldene Kugel wieder. Es soll dir alles versprochen sehen. Der Frosch steckte seinen Kopf unter das Wasser und tauchte hinab. Es dauerte auch nicht lange, so kam er wieder in die Höhe, hatte die Kugel im Maul und warf sie ans Land. Wie die Königstochter ihre Kugel wieder erblickte, lief sie geschwind darauf zu, hob sie auf und war so froh, sie wieder in ihrer Hand zu halten, dass sie an nichts weiter gedachte, sondern damit nach Haus eilte. Der Frosch rief ihr nach: »Warte, Königstochter, und nimm mich mit, wie du versprochen hast.« Aber sie hörte nicht darauf. Am andern Tage saß die Königstochter an der Tafel. Da hörte sie etwas die Marmortreppe heraufkommen. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Bald darauf klopfte es auch an der Türe und rief: »Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« Sie lief hin und machte die Türe auf. Da war es der Frosch, an den sie nicht mehr gedacht hatte. Ganz erschrocken warf sie die Türe hastig zu und setzte sich wieder an die Tafel. Der König aber sah, dass ihr das Herz klopfte und sagte: »Warum fürchtest du dich?« »Da draußen ist ein garstiger Frosch«, sagte sie. »Der hat mir meine goldene Kugel aus dem Wasser geholt. Ich versprach ihm dafür, er sollte mein Geselle werden. Ich glaubte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen vor der Tür und will herein.« Indem klopfte es zum zweiten Mal und rief: »Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« Der König sagte: »Was du versprochen hast, musst du halten. Geh und mach dem Frosch die Türe auf.« Sie gehorchte und der Frosch hüpfte herein und ihr auf dem Fuße immer nach, bis zu ihrem Stuhl. Und als sie sich wieder gesetzt hatte, da rief er: »Heb mich herauf auf einen Stuhl neben dich.« Die Königstochter wollte nicht, aber der König befahl es ihr. Wie der Frosch oben war, sprach er: »Nun schieb dein goldenes Tellerlein näher. Ich will mit dir davon essen.« Das musste sie auch tun. Wie er sich satt gegessen hatte, sagte er:
Nun bin ich müd und will schlafen. Bring mich hinauf in dein Kämmerlein. Mach dein Bettlein zurecht, da wollen wir uns hineinlegen. Die Königstochter erschrak, wie sie das hörte. Sie fürchtete sich vor dem kalten Frosch. Sie getraute sich nicht, ihn anzurühren. Und nun sollte er bei ihr in ihrem Bett liegen. Sie fing an zu weinen und wollte durchaus nicht. Da ward der König zornig und befahl ihr bei seiner Ungnade zu tun, was sie versprochen habe. Es half nichts, sie musste tun, wie ihr Vater wollte, aber sie war bitterböse in ihrem Herzen. Sie packte den Frosch mit 2 Fingern und trug ihn hinauf in ihre Kammer, legte sich ins Bett und statt ihn neben sich zu legen, warf sie ihn bratsch an die Wand. Da nun wirst du mich in Ruhe lassen, du garstiger Frosch. Aber der Frosch fiel nicht tot herunter, sondern wie er herab auf das Bett kam, da war's ein schöner junger Prinz. Der war nun ihr lieber Geselle, und sie hielt ihn wert, wie sie versprochen hatte, und sie schliefen vergnügt zusammen ein. Am Morgen aber kam ein prächtiger Wagen mit 8 Pferden bespannt, mit Federn geputzt und goldschimmernd. Dabei war der treue Heinrich des Prinzen. Der hatte sich so betrübt über die Verwandlung desselben, dass er 3 eiserne Bande um sein Herz legen musste, damit es vor Traurigkeit nicht zerspringe. Der Prinz setzte sich mit der Königstochter in den Wagen. Der treue Diener aber stand hinten auf. So wollten sie in sein Reich fahren. Und wie sie ein Stück Weges gefahren waren, hörte der Prinz hinter sich ein lautes Krachen. Da drehte er sich um und rief: »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche warst.« Noch einmal und noch einmal hörte es der Prinz krachen und meinte: Der Wagen bräche, aber es waren nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Das Ende. Aschenputtel. Es war einmal ein reicher Mann, der lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Frau, und sie hatten ein einziges Töchterlein zusammen. Da ward die Frau krank, und als sie todkrank ward, rief sie ihre Tochter und sagte: »Liebes Kind, ich muß dich verlassen, aber wenn ich oben im Himmel bin, will ich auf dich herabsehen. Pflanz ein Bäumlein auf mein Grab, und wenn du etwas wünschest, schüttele daran, so sollst du es haben, und wenn du sonst in Not bist, so will ich dir Hilfe schicken. Nur bleib fromm und gut.« Nachdem sie das gesagt, tat sie die Augen zu und starb. Das Kind aber weinte und pflanzte ein Bäumlein auf das Grab und brauchte kein Wasser hinzutragen und es zu begießen, denn es war genug mit seinen Tränen. Der Schnee deckte ein weiß Tüchlein auf der Mutter Grab, und als die Sonne es wieder weggezogen hatte und das Bäumlein zum 2. Mal grün geworden war, da nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Stiefmutter aber hatte schon 2 Töchter von ihrem ersten Mann. Die waren von Angesicht schön, von Herzen aber stolz und hoffärtig und bös. Wie nun die Hochzeit gewesen und alle 3 in das Haus gefahren kamen, da ging schlimme Zeit für das arme Kind an. »Was macht der garstige Unnütz in den Stuben?« sagte die Stiefmutter. »Fort mit ihr in die Küche. Wenn sie Brot essen will, muss sie's erst verdient haben. Sie kann unsere Magd sein.« Da nahmen ihm die Stiefschwestern die Kleider weg und zogen ihm einen alten grauen Rock an. »Der ist gut für dich«, sagte sie, lachten es aus und führten es in die Küche. Da musste das arme Kind so schwere Arbeit tun. Früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen, und die Stiefschwestern taten ihm noch alles gebrannte Herzeleid an, spotteten es, schütteten ihm Erbsen und Linsen in die Asche. Da musste es den ganzen Tag sitzen und sie wieder auslesen, wenn es müd war.
Abends kam es in kein Bett, sondern musste sich neben dem Herd in die Asche legen. Und weil es da immer in Asche und Staub herumwühlte und schmutzig aussah, gaben sie ihm den Namen Aschenputtel. Auf eine Zeit stellte der König einen Ball an, der sollte in aller Pracht 3 Tage dauern, und sein Sohn, der Prinz, sollte sich eine Gemahlin aussuchen. Dazu wurden die 2 stolzen Schwestern auch eingeladen. Aschenputtel, riefen sie, komm herauf, kämme uns die Haare, bürst uns die Schuhe und schnalle sie fest. Wir gehen auf den Ball zu dem Prinzen. Aschenputtel gab sich alle Mühe und putzte sie so gut es konnte. Sie gaben ihm aber nur Scheltworte dazwischen, und als sie fertig waren, fragten sie spöttisch: Aschenputtel, du gingst wohl gern mit auf den Ball? Ach ja, wie kann ich aber hingehen? Ich habe keine Kleider. Nein, sagte die Älteste, das wär mir recht, dass du dich dort sehen ließest. Wir müssten uns schämen, wenn die Leute hörten, dass du unsere Schwester wärest. Du gehörst in die Küche. Da hast du eine Schüssel voll Linsen. Wann wir wiederkommen, muss sie gelesen sein. Und hüt dich, dass keine Böse darunter ist. Sonst hast du nichts Gutes zu erwarten. Damit gingen sie fort, und Aschenputtel stand und sah ihnen nach. Und als es nichts mehr sehen konnte, ging es traurig in die Küche und schüttete die Linsen auf den Herd. Da war es ein großer, großer Haufen. Ach, sagte es und seufzte dabei, da muss ich dran lesen bis Mitternacht und darf die Augen nicht zufallen lassen. Und wenn sie mir noch so wehtun, wenn das meine Mutter wüsste. Da kniete es sich vor den Herd in die Asche und wollte anfangen zu lesen. Indem flogen 2 weiße Tauben durchs Fenster und setzten sich neben die Linsen auf den Herd. Sie nickten mit den Köpfchen und sagten: Aschenputtel, sollen wir dir helfen? Linsen lesen? Ja, antwortete Aschenputtel, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Und pick, 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 fingen sie an und fraßen die Schlechten weg und ließen die Guten liegen. Und in einer Viertelstunde waren die Linsen so rein, dass auch nicht eine falsche darunter war. Und Aschenputtel konnte sie alle ins Töpfchen streichen. Darauf aber sagten die Tauben: Aschenputtel, willst du deine Schwestern mit dem Prinzen tanzen sehen, so steig auf den Taubenschlag. Aschenputtel ging ihnen dann nach und stieg bis auf den letzten Leiterspross. Da konnte es in den Saal sehen und sah seine Schwestern mit dem Prinzen tanzen, und es flimmerte und glänzte von viel 1000 Lichtern vor seinen Augen. Und als es sich satt gesehen, stieg es wieder herab, und es war ihm schwer ums Herz, und legte sich in die Asche und schlief ein. Am andern Morgen kamen die 2 Schwestern in die Küche, und als sie sahen, dass Aschenputtel die Linsen reingelesen, waren sie böse, denn sie wollten es gern schelten, und da sie das nicht konnten, huben sie an, von dem Ball zu erzählen und sagten: Aschenputtel, das ist eine Lust gewesen bei dem Tanz, der Prinz, der Allerschönste auf der Welt, hat uns dazu geführt, und eine von uns wird seine Gemahlin werden. Ja, sagte Aschenputtel, ich habe die Lichter flimmern sehen, das mag recht prächtig gewesen sehen. Ei, wie hast du das angefangen? Fragte die Älteste. Ich hab wo oben auf den Taubenstall gestanden. Wie sie das hörte, trieb sie der Neid, und sie befahl, dass der Taubenstall gleich sollte niedergerissen werden. Aschenputtel aber musste sie wieder kämmen und putzen. Da sagte die Jüngste, die noch ein wenig Mitleid im Herzen hatte: Aschenputtel, wenn's dunkel ist, kannst du hinzugehen und von außen durch die Fenster gucken. Nein, sagte die Älteste, das macht sie nur faul. Da hast du einen Sack voll Wicken, Aschenputtel, da liest die Guten und Bösen auseinander und seh fleißig. Und wenn du sie morgen nicht rein hast, so schütte ich dir sie in die Asche, und du musst hungern, bis du sie alle herausgesucht hast. Aschenputtel setzte sich betrübt auf den Herd und schüttete die Wicken aus. Da flogen die Tauben wieder herein und taten freundlich: Aschenputtel, sollen wir dir die Wicken lesen? Ja,
die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Pick, 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 ging's so geschwind, als wären 12 Hände da. Und als sie fertig waren, sagten die Tauben: Aschenputtel, willst du auch auf den Ball gehen und tanzen? Oh du mein Gott, sagte es, wie kann ich in meinen schmutzigen Kleidern hingehen? Geh zu dem Bäumlein auf deiner Mutter Grab, schüttle daran und wünsche dir schöne Kleider. Komm aber vor Mitternacht wieder. Da ging Aschenputtel hinaus, schüttelte das Bäumlein und sprach: Bäumlein, rüttel und schüttel dich, wirf schöne Kleider herab für mich. Kaum hatte es das ausgesagt, da lag ein prächtig silbern Kleid vor ihm, Perlen, seidene Strümpfe mit silbernen Zwickeln und silberne Pantoffel und was sonst dazu gehörte. Aschenputtel trug alles nach Haus, und als es sich gewaschen und angezogen hatte, da war es so schön wie eine Rose, die der Tau gewaschen hat. Und wie es vor die Haustüre kam, so stand da ein Wagen mit 6 federgeschmückten Rappen und bediente dabei in Blau und Silber, die hoben es hinein, und so ging's im Galopp zu dem Schloss des Königs. Der Prinz aber sah den Wagen vor dem Tor halten und meinte, eine fremde Prinzessin käme angefahren. Da ging er selbst die Treppe hinab, hob Aschenputtel hinaus und führte es in den Saal. Und als da der Glanz der viel tausend Lichter auf es fiel, da war es so schön, dass jedermann sich darüber verwunderte, und die Schwestern standen auch da und ärgerten sich, dass jemand schöner war wie sie. Aber sie dachten nimmermehr, dass das Aschenputtel wäre, das zu Haus in der Asche lag. Der Prinz aber tanzte mit Aschenputtel und ward ihm königliche Ehre angetan. Er gedachte auch bei sich: Ich soll mir eine Braut aussuchen, da weiß ich mir keine als diese. Für so lange Zeit in Asche und Traurigkeit lebte Aschenputtel nun in Pracht und Freude. Als aber Mitternacht kam, ehe es 12 geschlagen, stand es auf, neigte sich, und wie der Prinz bat und bat, so wollte es nicht länger bleiben. Da führte es der Prinz hinab, unten stand der Wagen und wartete, und so fuhr es fort in Pracht, wie es gekommen war. Als Aschenputtel zu Haus war, ging es wieder zu dem Bäumlein auf der Mutter Grab. Bäumlein, rüttel dich und schüttel dich, nimm die Kleider wieder für dich. Da nahm der Baum die Kleider wieder, und Aschenputtel hatte sein altes Aschenkleid an. Damit ging es zurück, machte sich das Gesicht staubig und legte sich in die Asche schlafen. Am Morgen darauf kamen die Schwestern, sahen verdrießlich aus und schwiegen still. Aschenputtel sagte: Ihr habt wohl gestern Abend viel Freude gehabt. Nein, es war eine Prinzessin da, mit der hat der Prinz fast immer getanzt. Es hat sie aber niemand gekannt und niemand gewusst, woher sie gekommen ist. Ist es vielleicht die gewesen, die in den prächtigen Wagen mit den 6 Rappen gefahren ist? Sagte Aschenputtel. Woher weißt du das? Ich stand in der Haustüre, da sah ich sie vorbeifahren. In Zukunft bleib bei deiner Arbeit, sagte die Älteste und sah Aschenputtel böse an. Was brauchst du in der Haustüre zu stehen? Aschenputtel musste zum 3. Mal die 2 Schwestern putzen, und zum Lohn gaben sie ihm eine Schüssel mit Erbsen, die sollte sie reinlesen. Und dass du dich nicht unterstehst, von der Arbeit wegzugehen, rief die Älteste noch nach. Aschenputtel gedachte: Wenn nur meine Tauben nicht ausbleiben, und das Herz schlug ihm ein wenig. Die Tauben aber kamen wie an dem vorigen Abend und sagten: Aschenputtel, sollen wir dir die Erbsen lesen? Ja, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Die Tauben pickten wieder die Bösen heraus und waren bald damit fertig. Dann sagten sie: Aschenputtel, schüttele das Bäumlein, das wird dir noch schönere Kleider herunterwerfen. Geh auf den Ball, aber hüte dich, dass du vor Mitternacht wieder kommst. Aschenputtel ging hin. Bäumlein, rüttel dich und schüttel dich. Wirf schöne Kleider herab für mich. Da fiel ein Kleid herab, noch viel herrlicher und prächtiger als das vorige, ganz von Gold und Edelgestein, dabei goldgezwickelte Strümpfe und goldene Pantoffel.
Und als Aschenputtel damit angekleidet war, da glänzte es recht, wie die Sonne am Mittag. Vor der Türe hielt ein Wagen mit 6 Schimmeln, die hatten hohe weiße Federbüsche auf dem Kopf und die Bedienten waren in Rot und Gold gekleidet. Als Aschenputtel ankam, stand schon der Prinz auf der Treppe und führte sie in den Saal. Und waren gestern alle über ihre Schönheit erstaunt. So erstaunten sie heute noch mehr, und die Schwestern standen in der Ecke und waren blass vor Neid. Und hätten sie gewusst, dass das Aschenputtel war, das zu Haus in der Asche lag, sie wären gestorben vor Neid. Der Prinz aber wollte wissen, wer die fremde Prinzessin sehe, woher sie gekommen und wohin sie fahre, und hatte Leute auf die Straße gestellt, die sollten Acht darauf haben, und damit sie nicht so schnell fortlaufen könne, hatte er die Treppe ganz mit Pech bestreichen lassen. Aschenputtel tanzte und tanzte mit dem Prinzen, war in Freuden und gedachte nicht an Mitternacht. Auf einmal, wie es mitten im Tanzen war, hörte es den Glockenschlag. Da fiel ihm ein, wie die Tauben es gewarnt, erschrak und eilte zur Türe hinaus und flog recht die Treppe hinunter. Weil die aber mit Pech bestrichen war, blieb einer von den goldenen Pantoffeln festhängen, und in der Angst dachte es nicht daran, ihn mitzunehmen. Und wie es den letzten Schritt von der Treppe tat, da hat es 12 ausgeschlagen. Da war Wagen und Pferde verschwunden, und Aschenputtel stand in seinen Aschenkleidern auf der dunklen Straße. Der Prinz war ihm nachgeeilt. Auf der Treppe fand er den goldenen Pantoffel, riss ihn los und hob ihn auf. Wie er aber unten hinkam, war alles verschwunden. Die Leute auch, die zur Wache ausgestellt waren, kamen und sagten, dass sie nichts gesehen hätten. Aschenputtel war froh, dass es nicht schlimmer gekommen war, und ging nach Haus. Da steckte es sein trübes Öllämpchen an, hängte es in den Schornstein und legte sich in die Asche. Es währte nicht lange, so kamen die beiden Schwestern auch und riefen: »Aschenputtel, steh auf und leucht uns!« Aschenputtel gähnte und tat, als wacht es aus dem Schlaf. Bei dem Leuchten aber hörte es, wie die eine sagte: »Gott weiß, wer die verwünschte Prinzessin ist, dass sie in der Erde begraben läg. Der Prinz hat nur mit ihr getanzt, und als sie weg war, hat er gar nicht mehr bleiben wollen, und das ganze Fest hat ein Ende gehabt. Es war recht, als wären alle Lichter auf einmal ausgeblasen worden«, sagte die andere. Aschenputtel wusste wohl, wer die fremde Prinzessin war, aber es sagte kein Wörtchen. Der Prinz aber gedachte: »Ist dir alles andere fehlgeschlagen, so wird dir der Pantoffel die Braut finden helfen«, und ließ bekannt machen, welcher der goldene Pantoffel passe, die solle seine Gemahlin werden. Aber allen war er viel zu klein, ja manche hätten ihren Fuß nicht hineingebracht, und wären die 2 Pantoffel ein einziger gewesen. Endlich kam die Reihe auch an die beiden Schwestern, die Probe zu machen. Sie waren froh, denn sie hatten kleine, schöne Füße und glaubten, uns kann es nicht fehlschlagen, wär der Prinz nur gleich zu uns gekommen. »Hört«, sagte die Mutter heimlich, »da habt ihr ein Messer, und wenn euch der Pantoffel doch noch zu eng ist, so schneidet euch ein Stück vom Fuß ab. Es tut ein bisschen weh. Was schadet das aber? Es vergeht bald, und eine von euch wird Königin.« Da ging die Älteste in ihre Kammer und probierte den Pantoffel an. Die Fußspitze kam hinein, aber die Ferse war zu groß. Da nahm sie das Messer und schnitt sich ein Stück von der Ferse, bis sie den Fuß in den Pantoffel hineinzwängte. So ging sie heraus zu dem Prinzen, und wie der sah, dass sie den Pantoffel anhatte, sagte er: »Das sehe die Braut«, führte sie zum Wagen und wollte mit ihr fortfahren. Wie er aber ans Tor kam, saßen oben die Tauben und riefen: »Ruckedi, guck, Ruckedi, guck, Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Der Prinz bückte sich und sah auf den Pantoffel. Da
quoll das Blut heraus. Und da merkte er, dass er betrogen war und führte die falsche Braut zurück. Die Mutter aber sagte zur zweiten Tochter: Nimm du den Pantoffel, und wenn er dir zu kurz ist, so schneide lieber vorne an den Zehen ab. Da nahm sie den Pantoffel in ihre Kammer, und als der Fuß zu groß war, da biss sie die Zähne zusammen und schnitt ein großes Stück von den Zehen ab und drückte den Pantoffel geschwind an. Wie sie damit hervortrat, meinte er, das wäre die Rechte, und wollte mit ihr fortfahren. Als er aber in das Tor kam, riefen die Tauben wieder: Ruckedi-Guck, Ruckedi-Guck, Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Der Prinz sah nieder, da waren die weißen Strümpfe der Braut rot gefärbt, und das Blut war hoch heraufgedrungen. Da brachte sie der Prinz der Mutter wieder und sagte: Das ist auch nicht die rechte Braut, aber ist nicht noch eine Tochter im Haus? Nein, sagte die Mutter, nur ein garstiges Aschenputtel ist noch da. Das sitzt unten in der Asche, dem kann der Pantoffel nicht passen. Sie wollte es auch nicht rufen lassen, bis es der Prinz durchaus verlangte. Da ward Aschenputtel gerufen, und wie es hörte, dass der Prinz da säh, wusch es sich geschwind Gesicht und Hände frisch und rein. Und wie es in die Stube trat, neigte es sich. Der Prinz aber reichte ihr den goldenen Pantoffel und sagte: Probier ihn an, und wenn er dir passt, wirst du meine Gemahlin. Da streift es den schweren Schuh von dem linken Fuß ab, setzt ihn auf den goldenen Pantoffel und drückte ein klein wenig. Da stand es darin, als wär er ihm angegossen. Und als es sich aufbückte, sah ihm der Prinz ins Gesicht, da erkannte er die schöne Prinzessin wieder und rief: Das ist die rechte Braut. Die Stiefmutter und die 2 stolzen Schwestern erschraken und wurden bleich, aber der Prinz führte Aschenputtel fort und hob es in den Wagen. Und als sie durchs Tor fuhren, da riefen die Tauben: Ruckedi-Guck, Ruckedi-Guck, kein Blut im Schuck, der Schuck ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim. Das Ende. Der Wolf und die 7 junge Geißlein. Eine Geiß hatte 7 Junge, die sie gar lieb hatte und sorgfältig vor dem Wolf hütete. Eines Tages, als sie ausgehen musste, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte: Liebe Kinder, ich muss ausgehen und Futter holen. Wahrt euch vor dem Wolf und lasst ihn nicht herein. Gebt auch Acht, denn er verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Hütet euch, wenn er erst einmal im Haus ist, so frisst er euch alle miteinander. Darauf ging sie fort. Bald aber kam der Wolf vor die Haustüre und rief: Liebe Kinder, macht mir auf, ich bin eure Mutter und hab euch schöne Sachen mitgebracht. Die 7 Geiserchen aber sprachen: Unsere Mutter bist du nicht, die hat eine feine, liebliche Stimme. Deine Stimme aber ist rau. Du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Krämer und kaufte sich ein groß Stück Kreide. Die aß er und machte seine Stimme fein damit. Danach ging er wieder zu der 7 Geißlein Haustüre und rief mit feiner Stimme: Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter, jedes von euch soll etwas haben. Er hatte aber seine Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die 7 Geiserchen und sprachen: Unsere Mutter bist du nicht, die hat keinen schwarzen Fuß wie du. Du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Bäcker und sprach: Bäcker, bestreich mir meine Pfote mit frischem Teig. Und als das getan war, ging er zum Müller und sprach: Müller, streu mir sein weißes Mehl auf meine Pfote. Der Müller sagte nein. Wenn du es nicht tust, so fress ich dich. Da musste es der Müller tun. Darauf ging der Wolf wieder vor der 7 Geiserchen Haustüre und sagte: Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter.
jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen. Die 7 Geiserchen wollten erst die Pfote sehen, und wie sie sahen, dass sie schneeweiß war und den Wolf so fein sprechen hörten, glaubten sie, es wäre ihre Mutter, und machten die Türe auf, und der Wolf kam herein. Wie sie ihn aber erkannten, versteckten sie sich geschwind, so gut es ging, das eine unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das 5. in den Schrank, das 6. unter eine große Schüssel, das 7. in die Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und verschluckte sie, außer das Jüngste in der Wanduhr. Das blieb am Leben. Wie der Wolf seine Lust gebüßt, ging er fort. Bald darauf kam die alte Geiß nach Haus. Was für ein Jammer! Der Wolf war dagewesen und hatte ihre lieben Kinder gefressen. Sie glaubte, sie wären alle tot. Da sprang das Jüngste aus der Wanduhr und erzählte, wie das Unglück gekommen war. Der Wolf aber, weil er sich vollgefressen, war auf eine grüne Wiese gegangen, hatte sich in den Sonnenschein gelegt und war in einen tiefen Schlaf gefallen. Die alte Geiß dachte daran, ob sie ihre Kinder nicht noch erretten könnte, sagte darum zu dem jüngsten Geißlein: »Nimm Zwirn, Nadel und Schere und folg mir nach.« Darauf ging sie hinaus und fand den Wolf schnarchend auf der Wiese liegen. »Da liegt der garstige Wolf«, sagte sie und betrachtete ihn von allen Seiten, nachdem er zum 4-Uhren-Brot meine 6 Kindlein hinuntergefressen hat. »Gib mir einmal die Schere her.« »Ach, wenn sie noch lebendig in seinem Leibe wären!« Damit schnitt sie ihm den Bauch auf, und die 6 Geiserchen, die er in der Gier ganz verschluckt hatte, sprangen unversehrt heraus. Sie hieß sie gleich hingehen und große und schwere Wackersteine herbeitragen. Damit füllten sie dem Wolf den Leib, nähten ihn wieder zu, liefen fort und versteckten sich hinter eine Hecke. Als der Wolf ausgeschlafen hatte, so fühlt er es so schwer im Leib und sprach: »Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Was ist das? Ich hab nur 6 Geiserchen gegessen.« Er dacht, er wollte einen frischen Trunk tun, das mögt ihm helfen, und suchte einen Brunnen, aber wie er sich darüber bückte, konnte er vor der Schwere der Steine sich nicht mehr halten und stürzte ins Wasser. Wie das die 7 Geiserchen sahen, kamen sie herzugelaufen und tanzten vor Freude um den Brunnen. Das Ende. Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten sich schon lange ein Kind gewünscht und nie eins bekommen. Endlich aber ward die Frau guter Hoffnung. Diese Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnten sie in den Garten einer Fee sehen, der voll von Blumen und Kräutern stand, allerlei Art. Keiner aber durfte es wagen, in den Garten hineinzugehen. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah hinab. Da erblickte sie wunderschöne Rapunzeln auf einem Beet und wurde so lüstern danach und wusste doch, dass sie keine davon bekommen konnte, dass sie ganz abfiel und elend wurde. Ihr Mann erschrak endlich und fragte nach der Ursache. »Ach, wenn ich keine von den Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so muss ich sterben.« Der Mann, welcher sie gar lieb hatte, dachte, es mag kosten, was es will. So willst du ihr doch welche schaffen, stieg eines Abends über die hohe Mauer und stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln aus, die er seiner Frau brachte. Die Frau machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in vollem Heißhunger auf. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch 3-mal so viel Lust bekam. Der Mann sah wohl, dass keine Ruhe wäre, also stieg er noch einmal in den Garten.
Allein er erschrak gewaltig, als die Fee darin stand und ihn heftig schalt, dass er es wage, in ihren Garten zu kommen und daraus zu stehlen. Er entschuldigte sich, so gut er konnte, mit der Schwangerschaft seiner Frau und wie gefährlich es sei, ihr dann etwas abzuschlagen. Endlich sprach die Fee: »Ich will mich zufrieden geben und dir selbst gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst, wofern du mir das Kind geben wirst, womit deine Frau jetzo geht.« In der Angst sagte der Mann alles zu, und als die Frau in Wochen kam, erschien die Fee sogleich, nannte das kleine Mädchen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Dieses Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Wie es aber 12 Jahre alt war, so schloss es die Fee in einen hohen, hohen Turm. Der hatte weder Tür noch Treppe, nur bloß ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn nun die Fee hinein wollte, so stand sie unten und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter.« Rapunzel hatte aber prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Und wenn die Fee so rief, so band sie los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare 20 Ellen tief hinunter, und die Fee stieg daran hinauf. Eines Tages kam nun ein junger Königssohn durch den Wald, wo der Turm stand, sah das schöne Rapunzel oben am Fenster stehen und hörte sie mit so süßer Stimme singen, dass er sich ganz in sie verliebte. Da aber keine Türe im Turm war und keine Leiter so hoch reichen konnte, so geriet er in Verzweiflung. Doch ging er alle Tage in den Wald hin, bis er einstmals die Fee kommen sah, die sprach: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.« Darauf sah er wohl, auf welcher Leiter man in den Turm kommen konnte. Er hatte sich aber die Worte wohl gemerkt, die man sprechen musste, und des andern Tages, als es dunkel war, ging er an den Turm und sprach hinauf: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.« Da ließ sie die Haare los, und wie sie unten waren, machte er sich daran fest und wurde hinaufgezogen. Rapunzel erschrak nun anfangs. Bald aber gefiel ihr der junge König so gut, dass sie mit ihm verabredete, er solle alle Tage kommen und hinaufgezogen werden. So lebten sie lustig und in Freuden eine geraume Zeit, und die Fee kam nicht dahinter, bis eines Tages das Rapunzel anfing und zu ihr sagte: »Sag sie mir doch, Frau Gottl, meine Kleiderchen werden mir so eng und wollen nicht mehr passen.« »Ach du gottloses Kind«, sprach die Fee, »was muss ich von dir hören?« Und sie merkte gleich, wie sie betrogen wäre, und war ganz aufgebracht. Da nahm sie die schönen Haare Rapunzels, schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ritsch, waren sie abgeschnitten. Darauf verwies sie Rapunzel in eine Wüstenei, wo es ihr sehr kümmerlich erging und sie nach Verlauf einiger Zeit Zwillinge, einen Knaben und ein Mädchen gebar. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte die Fee abends die abgeschnittenen Haare oben am Haken fest, und als der Königssohn kam: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.« So ließ sie zwar die Haare nieder, allein wie erstaunte der Prinz, als er statt seines geliebten Rapunzels die Fee oben fand. »Weißt du was?«, sprach die erzürnte Fee, »Rapunzel ist für dich Bösewicht auf immer verloren.« Da wurde der Königssohn ganz verzweifelnd und stürzte sich gleich den Turm hinab. Das Leben brachte er davon, aber die beiden Augen hatte er sich ausgefallen. Traurig irrte er im Wald herum, aß nichts als Gras und Wurzeln und tat nichts als weinen. Einige Jahre nachher geriet er in jene Wüstenei, wo Rapunzel kümmerlich mit ihren Kindern lebte. Ihre Stimme deuchte ihm so bekannt. In demselben Augenblick erkannte sie ihn auch und fällt ihm um den Hals. 2 von ihren Tränen fallen in seine Augen, da werden sie wieder klar,
und er kann damit sehen wie sonst. Das Ende. Die 3 Männlein im Walde. Einem Mann war seine Frau gestorben. Da war er unschlüssig, ob er sich wieder eine nehmen sollte oder nicht. Endlich zog er seinen Stiefel aus. Der hatte in der Sohle ein Loch und sprach zu seiner Tochter, seinem einzigen Kind: Nimm diesen Stiefel, trag ihn auf den Boden, da ist ein großer Nagel. Daran häng ihn auf, dann hole Wasser und gieß es hinein. Hält er das Wasser, so will ich wieder eine Frau nehmen. Läuft's aber durch, so lass ich's bleiben. Das Mädchen tat, wie ihm geheißen war. Das Wasser aber zog das Loch zusammen, und der Stiefel ward voll bis oben hin. Der Mann sah selber nach, ob's richtig war. Dann sagte er: Da muß ich mir wohl eine Frau nehmen. Ging hin und freite eine Witwe. Diese brachte auch eine Tochter von ihrem ersten Mann mit ins Haus, und als sie sah, dass ihr Stiefkind schön war und jedermann es lieb hatte, ihre Tochter aber hässlich, so ward sie neidisch, setzte es überall zurück und dachte nur darauf, wie sie es recht quälen wollte. Einmal mitten im Winter, als der Schnee hoch lag, nähte sie ein Kleid von seinem Papier, und als es fertig war, rief sie das Stiefkind und sagte: Ich hab Lust, Erdbeeren zu essen, da zieh das Kleid an, geh in den Wald und suche mir das Körbchen voll, und dass du nicht eher nach Haus kommst, bis du es voll hast. Das Mädchen weinte bitterlich und sagte: Im Winter wachsen keine Erdbeeren im Walde, und wenn sie auch da wären, so liegt der Schnee darauf. Wie soll ich sie finden? Und draußen ist so kalt, dass der Atem friert. Wie kann ich in dem Papierkleid gehen? Da weht ja der Wind durch, und die Dornen reißen es mir herunter. Rede kein Wort mehr, sagte die Mutter, und geh gleich hinaus und suche die Erdbeeren. In ihrem neidischen Herzen aber gedachte sie, das Mädchen werde draußen erfrieren und nimmermehr heimkommen. Darum hatte sie ihm auch das dünne Papierkleid gemacht. Das Mädchen aber war gehorsam, tat das Papierkleid um, ging in den Wald, da war aber nichts als Schnee und nirgends auch nur ein grün Hälmchen zu sehen. Es ging immer weiter, und als es mitten in den Wald kam, da sah es ein kleines Haus, aus dem guckten 3 kleine Männer. Es sagte ihnen Guten Tag, und weil es so artig grüßte, fragten sie, was es in dem leichten Papierkleide im Walde zur Winterszeit suche. Ach, sagte es, ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Haus kommen, bis ich es mitbringe. Die 3 Männer sagten darauf: Geh hinter unser Haus und räume den Schnee weg. Da haben sie Schutz gehabt und sind gewachsen. Da wirst du vollauf finden. Das Mädchen bedankte sich und tat, wie sie es geheißen hatten. Während es nun den Schnee wegräumte und die Erdbeeren abbrach, sprachen die 3 Männlein unter sich: Was sollen wir ihm schenken, weil es so artig gegen uns gewesen und so schön ist? Da sagte das eine: Ich schenke ihm, dass es noch schöner wird. Das andere sagte: Ich schenke ihm, dass die goldenen Dukaten aus seinem Munde fallen, wenn es spricht. Das dritte: Ich schenke ihm, dass ein König kommt und es heirate. Wie nun das Mädchen wieder hervorkam, schenkten sie ihm das alles. Und als es sich bedanken wollte, fielen schon Dukaten aus Gold aus seinem Munde. Da ging es nach Haus und verwunderte sich die Stiefmutter über die Erdbeeren, die es brachte. So verwunderte sie sich noch mehr, als sie sah, wie ihm die Dukaten aus dem Munde fielen. Es dauerte auch nicht lange, so kam ein König und holte es ab und machte es zu seiner Gemahlin. Die Mutter aber gedachte, sie wollte ihrer Tochter auch ein so großes Glück verschaffen. Da nähte sie ihr einen prächtigen Pelzrock und hieß sie hinausgehen in den Wald und die kleinen Männer um ein Geschenk bitten. Die Männer aber sahen, dass sie ein böses Herz hatte, und statt guter Geschenke gaben sie ihm schlimme.
Der erste, dass sie in ihrem Pelzrock friere, als wär er aus Papier. Der zweite, dass sie alle Tage garstiger werde. Der dritte, dass sie eines unglücklichen Todes sterbe. Zitternd vor Frost kam sie nach Hause und erzählte der Mutter, was ihr begegnet war. Und als diese sah, dass die Verwünschungen der 3 Männer anfingen einzutreffen, dachte sie nur darauf, wie sie sich rächen wollte. Sie ging zu ihrer Stieftochter, der Königin, und stellte sich freundlich und liebreich an. Da ward sie wohl aufgenommen und ward ihr eine eigene Wohnung gegeben. Bald darauf gebar die Königin einen Prinzen, und als sie in der Nacht allein, krank und schwach war, da hob sie das böse Weib mit ihrer Tochter aus dem Bett, und sie trugen sie hinaus zu dem Fluss und warfen sie hinein. Am andern Morgen sagten sie dem König, die Königin sei in der Nacht gestorben. In der folgenden Nacht sah der Küchenjunge, wie eine Ente durch die Gosse in die Küche hineinschwamm. Sie fragte, »Was machen meine Gäste?« Er antwortete, »Sie schlafen feste.« »Was macht mein Kindelein?« »Es schläft in der Wiege fein.« Da ging sie hinauf in der Königin Gestalt, gab ihm zu trinken, pflegt es, macht ihm seine Wiege, deckt es zu und schwamm als Ente am Morgen wieder durch die Gosse fort. So kam sie noch eine Nacht, in der 3. aber sagte sie zu dem Küchenjungen, »Geh zu dem König und sag ihm, er solle sein Schwert 3-mal auf der Schwelle über mir schwingen.« Der Küchenjunge lief und sagt's dem König, und als der König 3-mal sein Schwert geschwungen, da stand die Königin wieder lebendig vor ihm. Die Falschheit der Stiefmutter und ihrer Tochter kam an den Tag, und sie wurden den wilden Tieren im Walde zu fressen gegeben. Das Ende. Hänsel und Gretel. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker. Der hatte nichts zu beißen und zu brechen und kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine 2 Kinder, Hänsel und Gretel. Einmal konnte er auch das nicht mehr schaffen und wusste sich nicht zu helfen in seiner Not. Wie er abends vor Sorge sich im Bett herumwälzte, da sagte seine Frau zu ihm, »Höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann führ sie hinaus in den Wald, mitten inne, wo er am dicksten ist. Da mach ihnen ein Feuer an, und dann geh weg und lass sie dort. Wir können sie nicht länger ernähren.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das kann ich nicht über mein Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder zu den wilden Tieren zu führen, die sie bald in dem Wald zerreißen würden.« »Wenn du das nicht tust«, sprach die Frau, »so müssen wir alle miteinander Hungers sterben.« Da ließ sie ihm keine Ruhe, bis er Ja sagte. Die 2 Kinder waren auch noch wach von Hunger und hatten alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen, und fing erbärmlich an zu weinen. Hänsel aber sprach, »Seh still, Gretel, und gräm dich nicht, ich will uns helfen.« Damit stieg er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Da schien der Mond hell und die weißen Rieselsteine glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und machte sich sein ganz Rocktäschlein voll davon. So viel nur hinein wollten, dann ging er zurück ins Haus. »Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig«, legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Mutter und weckte sie alle beide. »Steht auf, ihr Kinder, wir wollen in den Wald gehen, da habt ihr jedes ein Stücklein Brot, aber haltet's zu Rate und hebt's euch für den Mittag auf.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich auf den Weg in den Wald hinein. Wie sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück, bald darauf wieder und immer wieder. Der Vater sprach, »Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf? Hab Acht und marschier zu.« »Ach, Vater,
Ich seh nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Mutter sprach: Ei Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an, und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die Mutter: Nun legt euch ans Feuer und schlaft. Wir wollen in dem Wald das Holz fällen. Wartet, bis wir wieder kommen und euch abholen. Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis Mittag. Da aß jedes sein Stücklein Brot und dann wieder bis an den Abend. Aber Vater und Mutter blieben aus und niemand wollte kommen und sie abholen. Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen. Hänsel aber sprach: Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die Gretel bei der Hand. Da lagen die Kieselsteine wie neu geschlagene Batzen und schimmerten und zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie die ganze Nacht durch, und wie es Morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich von Herzen, als er seine Kinder wieder sah, denn er hatte sie ungern allein gelassen. Die Mutter stellte sich auch, als wenn sie sich freute, heimlich, aber war sie bös. Nicht lange danach war wieder kein Brot im Hause, und Hänsel und Gretel hörten, wie abends die Mutter zum Vater sagte: Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden, und da habe ich's gut sein lassen, aber jetzt ist wieder nichts, als nur noch ein halber Laib Brot im Haus. Du musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie nicht wieder heimkommen können. Es ist sonst keine Hilfe für uns mehr. Dem Mann fiel's schwer aufs Herz, und er gedachte, es wäre doch besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Weil er es aber einmal getan hatte, so durfte er nicht Nein sagen. Hänsel und Gretel hörten das Gespräch der Eltern. Hänsel stand auf und wollte wieder Kieselsteine auflesen. Wie er aber an die Türe kam, da hatte sie die Mutter zugeschlossen. Doch tröstete er die Gretel und sprach: Schlaf nur, lieb Gretel, der liebe Gott wird uns schon helfen. Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein an die Erde. Was bleibst du immer stehen, Hänsel, und guckst dich um, sagte der Vater. Geh deiner Wege. Ach, ich seh nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Du Narr, sagte die Mutter, das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint. Hänsel aber zerbröckelte all sein Brot und warf die Bröcklein auf den Weg. Die Mutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren. Da sollten sie wieder einschlafen bei einem großen Feuer, und abends wollten die Eltern kommen und sie abholen. Zu Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, weil der seins all auf den Weg gestreut. Der Mittag verging und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel tröstete die Gretel und sagte: Wart, wenn der Mond aufgeht, dann seh ich die Bröcklein Brot, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus. Der Mond ging auf, wie aber Hänsel nach den Bröcklein sah. Da waren sie weg, die viel tausend Vöglein in dem Wald, die hatten sie gefunden und aufgepickt. Hänsel meinte doch den Weg nach Haus zu finden und zog die Gretel mit sich. Aber sie verirrten sich bald in der großen Wildnis und gingen die Nacht und den ganzen Tag. Da schliefen sie vor Müdigkeit ein und gingen noch einen Tag, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig,
denn sie hatten nichts zu essen als ein paar kleine Bärlein, die auf der Erde standen. Am 3. Tage gingen sie wieder bis zum Mittag. Da kamen sie an ein Häuslein, das war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen«, sagte Hänsel. »Ich will vom Dach essen, isst du vom Fenster, Gretel, das ist fein süß für dich.« Hänsel hatte schon ein gut Stück vom Dach und Gretel schon ein paar runde Fensterscheiben gegessen und brach sich eben eine neue aus. Da hörten sie eine feine Stimme, die von innen heraus rief: »Knuper, Knuper, Kneischen, wer knupert an meinem Häuschen?« Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in der Hand hielten, und gleich darauf sahen sie aus der Türe eine kleine steinalte Frau schleichen. Sie wackelte mit dem Kopf und sagte: »Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr sollt's gut haben«, fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse, und dann wurden 2 schöne Bettlein bereitet. Da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten, sie wären wie im Himmel. Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern auf und hatte, um sie zu locken, ihr Brothäuslein gebaut. Und wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Da war sie nun recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr zugelaufen kamen. Früh, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihre Bettlein, und wie sie die 2 so lieblich ruhen sah, freute sie sich und gedachte, das wird ein guter Bissen für dich sein. Sie packte Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall, und wie er da aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt, und konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie und rief: »Steh auf, du Faulenzerin, hol Wasser und geh in die Küche und koch gut zu essen. Dort steckt dein Bruder in einem Stall, den will ich erst fett machen, und wann er fett ist, dann will ich ihn essen. Jetzt sollst du ihn füttern.« Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte. Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen, und alle Tage kam die Alte und sagte: »Hänsel, streck deine Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist.« Hänsel streckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus. Da verwunderte sie sich, dass er gar nicht zunehmen wolle. Nach 4 Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel: »Seh flink, geh und trag Wasser herbei. Dein Brüderchen mag nun fett genug sein oder nicht. Morgen will ich es schlachten und sieden. Ich will derweile den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können.« Da ging Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Frühmorgens musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. »Gib nun Acht, bis es siedet«, sagte die Hexe. »Ich will Feuer in den Backofen machen und das Brot hineinschieben.« Gretel stand in der Küche und weinte blutige Tränen und dachte, hätten uns lieber die wilden Tiere im Walde gefressen, so wären wir zusammen gestorben und müssten nun nicht das Herzeleid tragen, und ich müsste nicht selber das Wasser zu dem Tod meines lieben Bruders. Sieden, du lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not. Da rief die Alte: »Gretel, komm gleich einmal hierher zu dem Backofen.« Wie Gretel kam, sagte sie: »Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist. Meine Augen sind schwach, ich kann nicht so weit sehen. Und wenn du auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett. So will ich dich hineinschieben. Da kannst du darin herumgehen und nachsehen.« Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen, und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen, und sie wollte es auch aufessen. Das dachte die böse Hexe, und darum hatte sie das Gretel gerufen.
Gott gab es aber Gretel ein, und sie sagte: »Ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Zeig's mir's erst, setz dich drauf, ich will dich hineinschieben.« Und die Alte setzte sich auf das Brett, und weil sie leicht war, schob sie Gretel hinein, so weit sie konnte, und dann machte sie geschwind die Türe zu und steckte den eisernen Niegel vor. Da fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern. Gretel aber lief fort, und sie musste elendiglich verbrennen. Und Gretel lief zum Hänsel, machte ihm sein Türchen auf, und Hänsel sprang heraus, und sie küssten sich einander und waren froh. Das ganze Häuschen war voll von Edelgestein und Perlen. Davon füllten sie ihre Taschen, gingen fort und fanden den Weg nach Haus. Der Vater freute sich, als er sie wieder sah. Er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren, und ward nun ein reicher Mann. Die Mutter aber war gestorben. Das Ende. König Drosselbart. Ein König hatte eine Tochter, die war wunderschön, aber so stolz und übermütig, dass sie aus Eigensinn einen Freier nach dem anderen abwies und Spott mit ihnen trieb. Der König ließ einmal ein großes Fest anstellen und lud dazu alle heiratslustigen Männer ein. Die wurden in eine Reihe nach ihrem Rang und Stand geordnet. Erst kamen die Könige, dann die Herzogen, Fürsten, Grafen und Barone, zuletzt die Edelleute. Da wurde die Königstochter durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie immer etwas auszusetzen. Besonders machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben anstand und dem das Kinn krumm gewachsen war. Da sagte sie: »Ei, der hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel.« Und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Als nun der alte König sah, dass seine Tochter nichts tat, als über die Leute spotten, erzürnte er so, dass er schwur, sie sollte den ersten besten Bettler nehmen, der vor die Tür käme. Eines Tages fing ein Spielmann an zu singen unter ihrem Fenster. Den hieß der König gleich hereinkommen, und so schmutzig er war, musste sie ihn für ihren Bräutigam anerkennen. Ein Pfarrer wurde alsbald gerufen, und die Trauung ging vor sich. Wie die Trauung vollzogen war, sprach der König zu seiner Tochter: »Es schickt sich nun nicht weiter, dass du hier im Schloss bleibest. Du kannst nur mit deinem Mann fortziehen.« Da zog der Bettelmann mit der Königstochter fort. Unterwegs kamen sie durch einen großen Wald, und sie fragte den Bettelmann: »Ach, wem gehört doch der schöne Wald?« »Der gehört dem König Drosselbart. Hättst du ihn genommen, so wär er dein.« »Ich arme Jungfer zart, ach, hätt ich doch genommen den König Drosselbart.« Darauf kamen sie durch eine Wiese. »Wem gehört wohl die schöne grüne Wiese?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättst du ihn genommen, so wär sie dein.« »Ich arme Jungfer zart, ach, hätt ich doch genommen den König Drosselbart.« Endlich kamen sie durch eine Stadt. »Wem gehört wohl die schöne große Stadt?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättst du ihn genommen, so wär sie dein.« »Ich arme Jungfer zart, ach, hätt ich doch genommen den König Drosselbart.« Der Spielmann wurde ganz mürrisch, dass sie sich immer einen anderen Mann wünschte und sich gar nichts aus ihm machte. Endlich so kamen sie an ein kleines Häuschen. Ach Gott, was für ein Häuselein! Wem mag das elende, winzige Häuschen sehen? Der Bettelmann sagte: »Das Haus ist unser Haus, wo wir wohnen. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst. Ich bin ganz müd.« Die Königstochter aber verstand nichts vom Kochen, und der Mann musste ihr nur mithelfen, so ging es noch so leidlich. Und wie sie gegessen hatten, legten sie sich ins Bett schlafen. Des Morgens aber musste sie ganz früh aufstehen und arbeiten, und so war es ein paar Tage schlecht genug, bis der Mann endlich sagte: »Frau,
So geht's nicht länger, dass wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten. Da ging er aus und schnitt Weiden. Sie aber musste anfangen, Körbe zu flechten. Die harten Weiden stachen ihr aber die Hände wund. »Ich sehe, du kannst das nicht«, sagte der Mann. »So spinn lieber, das wird wohl besser gehen.« Da saß sie und spann, aber ihre Finger waren so zart, dass der harte Faden ihr bald tief hineinschnitt und das Blut daran herunterlief. »Du taugst zu keiner Arbeit recht«, sagte der Mann verdrießlich. »Ich will einen Topfhandel anfangen, und du sollst auf dem Markt die Ware feilhalten und verkaufen.« Das erste Mal ging's gut. Die Leute kauften der schönen Frau gern Töpfe ab und bezahlten, was sie forderte. Ja, viele bezahlten und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Wie nun alles verkauft war, handelte der Mann eine Menge Neugeschirr ein, und sie saß wieder damit auf dem Markt und hoffte guten Gewinn. Da kam ein betrunkener Husar dahergeritten, mitten in die Töpfe hinein, so dass sie in 1000 Scherben sprangen. Da fürchtete sich die Frau und getraute sich den ganzen Tag nicht heimzugehen. Und als sie nun endlich nach Haus ging, war der Bettelmann auf und davon. So lebte sie einige Zeit ganz armselig und in großer Dürftigkeit. Da kam ein Mann und lud sie zu einer Hochzeit. Sie wollte sich allerlei von dem Überfluss mitbringen und eine Zeit lang davon leben. Sie tat also ihr Mäntelchen um und nahm einen Topf darunter und steckte eine große lederne Tasche an. Auf der Hochzeit aber war alles prächtig und vollauf. Ihren Topf füllte sie mit Suppe und ihre Tasche mit Brocken. Sie wollte nun damit fortgehen, aber einer von den Gästen verlangte, sie solle mit ihm tanzen. Sie sträubte sich aus allen Kräften. Das half aber nichts. Er fasste sie an und sie musste mit fort. Da fiel nun gleich der Topf, dass die Suppe auf die Erde floss und die vielen Brocken sprangen aus der Tasche. Als das die Gäste sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten. Sie war so beschämt, dass sie sich lieber 1000 Klafter unter die Erde gewünscht hätte und sprang zur Türe und wollte entfliehen. Auf der Treppe aber holte sie ein Mann ein und führte sie zurück. Und wie sie ihn ansah, da war das der König Drosselbart, der sprach: »Ich und der Bettelmann sind eins, und ich bin auch der Husar gewesen, der dir die Töpfe entzwei geritten hat. Und das alles ist nur dir zur Besserung und zur Strafe geschehen, weil du mich ehedem verspottet hast. Jetzt aber soll erst unsere Hochzeit gefeiert werden.« Da kam auch ihr Vater und der ganze Hof, und sie ward prächtig geputzt nach ihrem Stand. Und das Fest war ihre Vermählung mit dem König Drosselbart.